Im Training bist du der lockerste Spieler. Du schwingst durch, alles funktioniert. Doch wenn es dann ins Match geht, wenn es dann auf Wettkampfbasis geht, da verkrampfst du und kein einziger Schlag kommt eigentlich so wie im Training. Ja, das kennst du wahrscheinlich auch und darum soll es heute in meinem Video gehen. Hast du zu viel Nervosität in deinem Match auf Wettkampfbasis, dann schau dir dieses Video an. Ich gebe dir hier 3 Tipps gegen die Nervosität auf Wettkampfbasis. Viel Spaß! Dieses Video basiert auf einem Wunsch von einem Zuschauer von mir, nämlich dem Matti. Den mag ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Der hatte nämlich vor ein paar Monaten gefragt: Martin, kannst du denn mal ein Video machen? Mich würde zum Beispiel interessieren, was ich gegen die Nervosität machen kann. Was kann ich machen, wenn ich Angst habe, in meinem Spiel durchzuschwingen? Und darum soll es heute gehen. Und das ist ein Phänomen, was relativ häufig vorkommt. Ich möchte euch jetzt hier mal ein Beispiel nennen, nämlich so, wie es mir derzeit ergeht. Jetzt bitte nicht lachen, aber ich vergleiche jetzt einfach mal den Tennissport mit dem Dartsport. Ja, ich habe zum Beispiel angefangen, vor kurzem Dart zu spielen. Ich spiele schon relativ lange Darts, habe einen eigenen Dartautomat bei mir im Keller und habe jetzt versucht oder möchte versuchen, das Ganze ein bisschen professioneller zu spielen. Das heißt, auch mal in einer Mannschaft zu spielen und auch mal in Liga zu spielen. Und wie ihr alle wisst, jeder, der schon mal Dart gespielt hat, weiß, dass Darts ein extrem mentaler Sport ist. Und jetzt beispielsweise fällt mir auf, dass ich, während ich meine Trainingsmatches spiele, bei mir im Dartkeller, unter normaler Atmosphäre, es geht um nichts, ich spiele gegen meine Freunde, wir spielen ganz normal 501 und da spiele ich teilweise, denke ich könnte morgen Bundesliga spielen. So, und dann hatte ich jetzt vor 3-4 Monaten mein erstes Mannschaftsspiel und es ging in den Wettbewerb rein und ja, jeder weiß, was für ein feinfühliger Sport Dart ist. Eine kleine Veränderung, ein bisschen weniger locker, ein bisschen mehr angespannt und schon geht der Dart ganz woanders hin, wo er eigentlich hin soll. Und genau das ist mir passiert und genau das zeigt sich jetzt bei mir im Darten, nämlich, dass ich einfach unter Wettkampfbedingungen viel zu angespannt bin. Einfach auch nicht mehr das mache, was ich normalerweise bei mir im Trainingsraum mache. Und so ähnlich ergeht es vielen Spielern und auch mir teilweise natürlich auch noch bei wichtigen Wettkampfspielen oder allgemein, wenn es um den Wettkampf geht. Gefällt dir mein Video? Dann schau in die Videobeschreibung. Dort erfährst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. Also, es ist natürlich ganz klar, dass in einem Wettkampf ihr ganz fremde Begebenheiten habt. Ihr habt sehr wahrscheinlich einen anderen Platz, auf dem ihr spielt. Ihr habt einen ganz fremden Gegner in der Regel. Vielleicht spielt ihr natürlich auch gegen andere bekannte Gesichter, aber in der Regel ist es ja ein anderer Gegner. Es ist so ein bisschen das Unerwartete und natürlich das Ungewisse. Und natürlich die Anspannung und natürlich vielleicht auch die Angst vor dem Verlieren bzw. vor dem Ausscheiden aus dem Turnier. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr diese Situation natürlich so häufig wie es geht erlebt und durchspielt. Das heißt, mein erster Tipp ist es, Matchpraxis zu sammeln. Matchpraxis zu sammeln, Turniere zu spielen und sich immer und immer wieder dieser Situation zu unterwerfen. Also versucht nicht den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben, sondern ganz wichtig, immer weitermachen. Der zweite Tipp ist für euer Training. Genau, ihr könnt nämlich auch diese Wettkampferfahrung auch im Training schon simulieren. Wie könnt ihr das am besten machen? Wenn ich zum Beispiel gegen irgendjemanden, sagen wir jetzt mal nicht Tennis, sondern gegen irgendjemanden Golf spielen möchte. Und es ist jetzt nicht gerade meine Freundin, wo es wirklich just for fun geht, aber es ist jemand, der ebenfalls ganz gut Golf spielt und wir beide haben eine gewisse Motivation. Dann spiele ich nicht einfach so ein bisschen Golf und hin und her, sondern wir machen uns vorher im Prinzip einen Einsatz machen wir uns aus. Das heißt, wir spielen um eine Sache, die der Verlierer dann machen muss. Diese Sache müsst ihr so auswählen, dass sie natürlich schon ein bisschen wehtut. Das heißt, darf euch natürlich jetzt nicht in den Ruin stürzen oder euch komplett überfordern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Verlierer muss 100 Liegestütze machen, dann würde ich sagen, da hätte ich jetzt nicht so unbedingt Bock drauf. Daher ist man natürlich dann gleich deutlich motivierter und natürlich fokussierter. So ein Beispiel könntet ihr natürlich in eurem Training mit eurem Trainingspartner euch überlegen. Dann werdet ihr sehen, ihr werdet für diese ganzen Situationen, die dann später natürlich auch im Turnier auf euch zukommen, werdet ihr deutlich routinierter und natürlich auch gelassener. Und es hilft natürlich auch, wenn ihr dann
wenn es darum geht, die Bälle richtig zu schlagen. Das heißt, ihr traut euch dann natürlich aufgrund der häufigeren Erfahrung, aufgrund des häufigeren Trainings, traut ihr euch natürlich auch viel mehr euer Spiel zu. Das heißt, ihr kriegt mehr Selbstvertrauen in euer Spiel und das, was ihr letztendlich im Training macht, unter wenig Druck, wird irgendwann dann normal unter Wettkampfbedingungen. Als dritten und letzten Tipp geht es nochmal um den Wettkampf. Hier gebe ich euch die Empfehlung, versucht auf jeden Fall nicht zu experimentieren, gerade wenn ihr euch unsicher fühlt, wenn ihr merkt, ihr macht verkrampfte Bewegungen und so weiter, sondern versucht euch an euer Training zu entsinnen, auf den Schlag selber, auf die technisch richtige Ausführung und vor allen Dingen versucht das zu spielen, was ihr auch könnt. Also wenn ich weiß, ich kann keinen Volley spielen, dann versuche ich natürlich eher das Netz zu vermeiden. Ja, wenn ich weiß, ich spiele eine gute Vorhand, ich spiele die Vorhand besser als die Rückhand, versuche ich eher meine Vorhand einzusetzen. Ja, und natürlich über das Training, über die Häufigkeit der Schläge, die ihr auch im Training mit eurem Trainer gewisse Spielsituationen durchspielt, verbessert sich natürlich letztendlich auch der Automatismus unter Drucksituationen und eben auch unter Wettkampfsituationen. In meinem kommenden Video möchte ich euch 3 Tipps geben, wie ihr mit Druck umgehen könnt. Druck während des Spiels, in gewissen Spielsituationen, Drucksituationen vor dem Wettkampf, vor dem Spiel. All das gibt es in meinem nächsten Video. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut bitte jetzt mal in die Videos, die ich euch einblende, denn da findet ihr alles Weitere hier auf meinem Kanal. Bis dahin und bis bald, euer Martin.